Alltag in einer deutschen Stadt. Es war ein kühler Herbstmorgen in München, und die Sonne war gerade dabei, den Himmel in ein warmes, goldenes Licht zu tauchen. Anna, eine junge Frau Mitte 30, stieg aus ihrem kleinen, gemütlichen Appartement im Glockenbachviertel. Sie liebte diesen Stadtteil mit seinen charmanten Altbauten, hippen Cafés und kleinen Boutiquen. Auf ihrem Weg zur Arbeit machte sie einen Abstecher zu ihrer Lieblingsbäckerei, die für ihre frischen Brezeln und duftenden Croissants bekannt war. »Guten Morgen, Frau Müller«, rief der Bäcker freundlich, als sie eintrat. »Wie immer eine Brezel und einen Kaffee zum Mitnehmen.« Anna nickte und lächelte. Diese kleinen morgendlichen Rituale gaben ihren Tag Struktur und machten ihn besonders. Mit ihrem Frühstück in der Hand spazierte sie zur U-Bahn-Station. Die Straßen waren bereits belebt, Fahrräder sausten an ihr vorbei und die Geschäfte öffneten gerade ihre Türen. In der U-Bahn, die pünktlich eintraf, fand sie einen Platz am Fenster. Sie genoss es, die Stadt an sich vorbeiziehen zu sehen. Die Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Architekturen war faszinierend. Anna arbeitete in einem Start-up-Unternehmen in der Innenstadt, das sich auf nachhaltige Mode spezialisiert hatte. Ihr Büro befand sich in einem renovierten Industriegebäude mit hohen Decken und großen Fenstern. Der Arbeitsplatz war offen gestaltet, und es herrschte eine kreative, aber konzentrierte Atmosphäre. Heute stand ein wichtiges Meeting an, in dem neue Kollektionen besprochen wurden. Anna war ein wenig nervös, aber auch aufgeregt, ihre Ideen zu präsentieren. Die Mittagspause verbrachte sie mit ihren Kollegen in einem nahegelegenen Park. Sie hatten sich angewöhnt, gemeinsam an der frischen Luft zu essen, wann immer das Wetter es zuließ. Heute gab es Wraps und frisches Obst. Sie plauderten über die neuesten Filme, geplante Urlaubsreisen und die bevorstehenden Oktoberfestvorbereitungen. Der Park war voller Leben, Kinder spielten, Jogger zogen ihre Runden und ältere Menschen saßen auf Bänken und fütterten die Vögel. Nach der Arbeit entschied sich Anna, einen Abstecher in den Englischen Garten zu machen, einen der größten innerstädtischen Parks der Welt. Sie liebte es, entlang des Eisbachs zu spazieren und den Surfern zuzusehen, die die künstliche Welle meisterten. Es war faszinierend, wie sie ihre Kunststücke auf dem Wasser vollführten, während die Zuschauer sie begeistert anfeuerten. Auf dem Rückweg machte sie Halt an einem kleinen Bioladen, um frisches Gemüse und regionale Produkte für das Abendessen zu kaufen. Heute hatte sie Lust auf einen knackigen Salat mit selbstgemachtem Dressing und einer Scheibe frischem Brot. Zu Hause angekommen, öffnete sie die Fenster, um die kühle Abendluft hereinzulassen, und machte es sich in ihrer Küche gemütlich. Während sie das Abendessen zubereitete, hörte sie ein Hörbuch. Nach dem Essen setzte sie sich mit einem Buch auf ihr gemütliches Sofa und ließ den Tag ruhig ausklingen. Bevor sie zu Bett ging, trat sie noch einmal auf den Balkon und blickte über die Dächer der Stadt. Die Lichter funkelten, und in der Ferne konnte sie die Umrisse der Frauenkirche erkennen. Sie atmete tief ein und fühlte sich dankbar für den Tag, der hinter ihr lag, ein Tag voller kleiner, besonderer Momente in ihrer geliebten Stadt. Und so endete ein weiterer typischer Tag im Leben von Anna in München, einer Stadt, die Tradition und Moderne auf wunderbare Weise vereint. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Drücken Sie bitte die Glocke, damit Sie kein Video von mir verpassen.